und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute zeige ich euch mal 3 typische Grifffehler beim Blockflöte-Spielen. Heute zeige ich euch mal 3 typische Fehler, die passieren können bei bestimmten Griffen. Und zwar beim Triller auf dem D bei der Sopranblockflöte, beziehungsweise auf dem G bei der Altblockflöte. Außerdem zeige ich euch, wie ihr richtig greifen könnt beim Gis auf der Sopranblockflöte. Das wäre dann ein Cis auf der Altblockflöte. Und als drittes haben wir dann das mittlere S auf der Sopranblockflöte, beziehungsweise das mittlere As auf der Altblockflöte. Letzteres auch als Gis gespielt oder auf der Sopranblockflöte als Dis gespielt. Wir fangen mal mit dem schwierigsten an und das ist bei der Sopranblockflöte der Triller auf dem D. Und bei der Altblockflöte der Triller auf dem G. Für diesen Triller braucht ihr auf jeden Fall einen Hilfsgriff und dieser Triller kommt leider auch häufig vor. Das heißt, ihr kommt hier nicht drum herum, den Hilfsgriff zu benutzen. Und bei diesem Hilfsgriff kann manches schief gehen und ich zeige euch jetzt mal was. Erst erkläre ich euch den Trillergriff nochmal. Ihr müsst für diesen Griff alle Finger auf die Blockflöte machen, den Daumen hinten ganz wegnehmen, also nicht aufs halbe Loch, sondern ganz weg. Und dann trillert ihr mit dem rechten Mittelfinger. Bei der Altblockflöte ist der Griff ganz genauso. Ich nehme mal die Altblockflöte für den Griff, weil man dann alles noch ein bisschen besser sieht, weil es größer ist. Also wie gesagt, alle Finger müssen ganz drauf sein. Und hier kommt der erste Fehler, der passieren kann, nämlich, dass ihr bewusst oder unbewusst den letzten Finger entweder gar nicht drauf habt oder dass ihr ihn nur halb drauf habt, also auf diesem halben Loch und das gar nicht merkt. Und in beiden Fällen klingt der Triller dann unsauber und irgendwie seltsam. Das Ganze könnt ihr auch noch mal auf der Sopranblockflöte hören. Also wenn ich den untersten Finger ganz vergesse drauf zu machen. Oder wenn ich ihn nur halb drauf habe. Und jetzt hört ihr noch mal alle 3 nacheinander. Wenn ich ihn vergessen habe, den Finger, wenn ich ihn nur halb drauf habe und am Schluss, wenn ich ihn richtig drauf habe. Und dann merkt ihr, dass der Triller dann richtig klingt. So, also das kann passieren bei diesem Triller, den ich immer gerne den Dschungeltriller nenne. Irgendwie klingt der so nach Dschungel. Und vor allem, wenn man die Finger nicht richtig drauf hat, dann klingt es sehr abenteuerlich. Das habt ihr ja gemerkt. Es kann euch auch passieren, dass ihr den Zeigefinger vergesst und dann so trillern wollt. Was natürlich auch falsch klingt. Was anderes kann aber auch bei diesem selben Griff passieren, nämlich, dass ihr euren Daumen nicht ganz wegnehmt. Und er muss tatsächlich bei diesem Griff ganz weg vom Daumenloch sein, nicht kilometerweit weg, das ist nicht gut für eure Handhaltung, aber wirklich deutlich weg. Also kein Halbloch. Und schon gar nicht ganz drauf.
Und das kann wirklich passieren, obwohl ihr es wisst, dass ihr so beschäftigt seid mit den Fingern da vorne und da unten, dass da alles richtig drauf ist, dass ihr dann zum Ausprobieren schon wieder so gemacht habt und der Daumen ist dann doch drauf. So viel zu dem Triller auf dem D bei der Sopranblockflöte oder dem G auf der Altblockflöte. Der nächste Grifffehler, der häufig vorkommt, betrifft das Gis auf der Sopranblockflöte oder auch das Cis auf der Altblockflöte. Und für diesen Ton müsst ihr oben 2 Finger drauflegen, der Daumen ist auch ganz drauf, und dann in der rechten Hand einen Finger, noch einen Finger und einen halben Finger, also nicht einen halben Finger, sondern ein halbes Loch zumachen. Dann klingt das Gis bzw. Cis am saubersten. Wenn ihr diesen Finger da unten ganz drauf macht, dann ist das Gis zu tief. Ihr könnt das mal im Vergleich hören, das richtige Gis im Vergleich zu dem zu tiefen Gis, weil ich den Finger auf beiden Halblöchern habe, statt nur auf einem. Das Ganze hören wir uns auch mal mit der Altblockflöte an, da ist das Cis, also wie gesagt Daumen 1, 2 und dann in der rechten Hand 1, 2, 1,5. Unter anderem deshalb ist es sehr wichtig, dass ihr Halblöcher habt bei eurer Blockflöte. Und wenn es das gar nicht gibt, weil ihr zum Beispiel eine Ganassi-Flöte habt, dann müsst ihr trotzdem den Finger halb aufs Loch legen. Das könnt ihr auch noch mal im Stück hören. Und wenn ihr richtig gute Ohren habt, dann hört ihr, dass das zu tief ist. Während es so sauberer klingt. Das ist aber nicht alles, was bei dem Cis bzw. Gis passieren kann. Es kann euch auch passieren, dass ihr nur mit 2 Fingern rechts spielt, weil ihr es vielleicht so gelernt habt, weil es, soweit ich weiß, bei der deutschen Griffweise auch so ist. Und dann ist das Cis wiederum viel zu hoch. Das gleiche gilt wieder für die Sopranblockflöte. Wenn ich oben 2 drauf habe plus Daumen und unten 2, dann ist das noch kein Gis, sondern ich muss den Halbfinger noch mit drauflegen. Auch hier kann es euch passieren, dass euer Gis viel zu hoch ist und dass es im Stück dann schief klingt. Es gibt allerdings eine Ausnahme, wenn ich statt des Gis ein Ass spielen möchte, was ja enharmonisch das gleiche ist, aber nicht so häufig vorkommt in unseren Stücken wie das Gis, dann reichen 2 Finger aus, denn das Ass darf ein bisschen höher gestimmt sein als das Gis. Das ist aber schon sehr verfeinert. Ich würde mir, wenn ich euch wäre, einfach merken 1, 2, 1,5. Damit klingt es fast immer sauber gestimmt. Also nochmal bei der Altblockflöte, wenn ihr dieses greift, 1, 2, 1,5, habt ihr ein schönes Cis. Wenn ihr mal ein Des spielen müsst, was enharmonisch verwechselt das gleiche ist wie das Cis, dann kann es besser stimmen mit nur 2 Fingern. Es kann übrigens auch mal vorkommen, dass euer Cis sehr, sehr tief sein soll und dann könnt ihr diesen Finger ganz drauflegen. Das kann sein, wenn ihr in einer bestimmten Barockstimmung spielt, wo das Kreuz noch tiefer gestimmt sein soll oder wenn es aus irgendeinem Grund zu den anderen Instrumenten dann besser passt. Aber wie gesagt, wenn ihr euch dran haltet, 1, 2, 1,5, dann klingt es immer sauber.
So, das war möglicher Grifffehler Nummer 2. Und der dritte mögliche Grifffehler betrifft das Ass auf der Altblockflöte beziehungsweise das S auf der Sopranblockflöte. Und damit meine ich das mittlere S. Wir haben ja noch ein ganz tiefes S und wir haben auch noch ein höheres S, beziehungsweise bei der Altblockflöte ein tiefes Ass. Aber ich meine jetzt dieses mittlere Ass. Und das nenne ich immer Brot ohne Kruste. Das hat nämlich oben nichts und unten nichts. Also der Griff geht so, Daumen weg, Zeigefinger weg, dann 2 Finger und unten 3 Finger und der letzte Finger ist nicht drauf. Das heißt, ich habe oben nichts drauf, unten nichts drauf. Und ich finde, das kann man sich gut merken mit diesem Brot ohne Kruste. Die Kruste fehlt. Also ganz wichtig hier natürlich, was kann passieren? Es kann passieren, dass ihr den Daumen halb drauf machen möchtet. Auch hier, wie bei diesem Triller vorhin, muss der Daumen ganz weg sein vom Loch und auch der Zeigefinger natürlich. Dann habt ihr 2 Finger drauf und dann habt ihr unten 3 drauf. Das nächste, was passieren könnte, ist, dass ihr hier auch nur 2 drauf macht. Dann klingt es eigentlich wie ein A. Also hier muss dieser noch mit drauf, damit es auch wirklich ein Ass wird, beziehungsweise ein Gis. Oder bei der Sopranblockflöte wäre das dann ein Dis. Ja? Das mittlere S spielen wir bei der Sopranblockflöte genauso wie das mittlere Dis. Ich muss die ganze Zeit aufpassen, dass ich die Töne nicht durcheinander bringe mit den 2 Flöten. Also 3 Finger. Was kann hier noch passieren? Es kann passieren, dass ihr jetzt es machen wollt wie beim Cis vorhin und den letzten hier nur halb drauf legt. Das wäre aber bei diesem Ton wiederum zu hoch. Und das würde dann auch in einem Stück ein bisschen schief klingen. Besser also oder richtig, den dritten wirklich ganz drauflegen und wie gesagt, oben nichts, unten nichts. Also ihr wisst schon, das nächste, was passieren könnte, wäre, dass ihr den kleinen Finger noch mit drauflegt und dann klingt es ganz schief. Schreibt das doch mal gerne in die Kommentare, da wo ihr Schwierigkeiten habt mit den Griffen. Dann werde ich mal sehen, ob ich dazu auch noch mal ein Video machen kann. Ich hoffe auf jeden Fall, ich habe euch jetzt weitergeholfen mit der Spielweise dieser 3 Griffe. Und wenn es irgendwie schief klingt, wenn ihr diese Töne zu spielen habt, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass es an einem dieser Dinge lag, die wir heute besprochen haben. Wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Und falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Das ist kostenlos. Und wenn ihr das kleine Glöckchen noch aktiviert, dann bekommt ihr auch immer Bescheid, wenn es ein neues Video gibt. Übrigens auch, wenn ihr meinen Newsletter abonniert, das ist auch kostenlos, das ist alles hier in der Infobox verlinkt. Dann bekommt ihr immer alle Neuigkeiten von mir zu meinen Kursen und Workshops und Videos und so weiter, zu allem, was das Blockflötenspiel bei Vera betrifft. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss!